So, hier haben wir jetzt heute den hübsch hässlichen Bang & Olufsen CDX CD-Spieler, Toplader. Der ist schon komplett restauriert. Was mir aber fehlt, ist eine Fernbedienungsmöglichkeit. Deshalb will ich da jetzt mal dieses Modul einbauen, um den nachträglich fernbedienbar zu gestalten. Ich nehme erstmal hier ein bisschen was drunter, damit mir da keine Kratzer dran kommen. So, den Deckel, den unteren, den müssen wir losschrauben. Die Schrauben habe ich jetzt schon mal rausgemacht. Das erspare ich uns jetzt. Dann klappe ich mal den Deckel um. Ich kann ihn jetzt nicht ganz weglegen, weil ich hier auch Cinch-Buchsen eingebaut habe. Was habe ich sonst noch gemacht an dem Gerät? Natürlich alle Elektrolytkondensatoren getauscht und diverse Module reingesetzt. Und das Fernsteuermodul, das soll jetzt hier auf die Displayplatine kommen. Dafür fange ich mal an und baue die Displayplatine raus. Da muss ich zuerst diese Verlängerung der Schalter abziehen. Dann schraube ich hier 3 Schrauben los, die die Displayplatine halten. So. Jetzt sind allerdings noch 2 Kabel angelötet. Das ist einmal hier eine Masseverbindung und einmal von hier unten kommt das ist auch in der Platine fest. Die muss ich mal einmal los entlöten. Mache ich einmal den Lötkolben an. Der heizt auf, das geht relativ fix. So, der sitzt also hier an dieser Reihe ganz links. Das erste und das zweite Kabel löte ich hier an der Schraube, löte ich das lose. Und dann kann ich diese ganze Platine hier vorsichtig rausziehen. Und dann verbleiben nur noch diese 3 Stecker hier. Die muss ich jetzt natürlich losklipsen. Dann habe ich die Platine schon los. So, das ist also der MAP-Steuerchip, mit dem diese Funktion, die ich über das Bedienpanel oben per Touchscreen betätigen kann. Und da greift das Modul ein. Dieses Modul sitzt hier an der Unterseite, unter diesem Chip, unter diesem MAP-Chip. Da sehe ich jetzt hier diese Einkerbung, da ist im Prinzip die Vorderseite markiert. Und an dem Modul sehe ich das hier auch so abgebildet. Und das muss vis-à-vis genau hier unten drunter sitzen. Und da muss ich im Prinzip nur die Pinne so anlöten. Lege ich mir die Platine mal hier hin. Stelle mal so einen alten Trafo davor, dass die mir nicht verrutscht. Dann setze ich richtig die Platine aus, dass die dann an den entsprechenden Pinnen ist und hefte die einfach an. Grob an den äußeren Pin, drehe das um und kann dann da gleich mit dem nächsten Pin beginnen. So.
Jetzt ist die schon grob befestigt und jetzt kann ich einfach Pin für Pin das anlöten. So, das war schon die erste Seite komplett. Dann die zweite Seite, die restlichen Pinne. So, das kontrolliere ich jetzt einmal mit der Lupe. Die haben alle Kontakt. Dann kann ich diese Platine im Prinzip schon wieder einbauen, komplett. Da kommt, wenn die eingebaut ist, noch der Infrarotsensor. Der wird einfach da drauf gesteckt. Das mache ich dann hinterher. Und jetzt geht das in umgekehrter Reihenfolge, also wieder mit dem Einbau. Dann stecke ich zuerst die Stecker hier wieder ein. Die kann ich auch gar nicht vertauschen, die passen nämlich nur einmal. Das ist das Massekabel. Und jetzt muss ich das Ganze wieder hier runterschieben, dass diese Spitzen hier durch diese Löcher, die dafür vorgesehen sind, rausragen. Dafür muss ich das einmal darüber schieben. Zack, und wenn die richtig platziert ist, dann kommen diese Pinne da raus, dann sitzt die Platine automatisch richtig. Und schraube auch direkt die Platine wieder fest mit ihren 3 Schräubchen. Jetzt ist diese Platine, diese Fernsteuerplatine, die zusätzliche, die ist hier oben ausgespart. Diese Lücke brauche ich, um da einfach die mittlere Schraube auch platzieren zu können. So, mit Gefühl. Das ist ja Plastik, wo ich das reinschraube, das will ich ja nicht überdrehen. Jetzt müssen nur noch die beiden Käbelchen wieder angelötet werden. Das ist dann Nummer 1. So. Und Nummer 2. Dann jetzt die beiden Verlängerungen wieder aufklipsen. So. Jetzt muss ich ja nur noch den Empfänger aufstecken. Haben wir 3 Käbelchen. Das sieht man auch, wie rum das kommt, weil da ist der Abstand zu dem einen Pin. Das ist hier oben gleich. Da ist der rechte Pin, hat auch etwas mehr Abstand. Da kann ich das nicht vertauschen. Jetzt muss ich natürlich das irgendwie nach außen legen, weil das ist der empfindliche Teil hier oben an der Kugel, der das Infrarotsignal empfängt. Das muss ich irgendwie nach außen führen. Jetzt will ich natürlich hier kein Loch oder irgendwas bohren. Und deshalb schiebe ich das einfach durch hier so eine vorhandene Rille. Das mache ich aber nicht in der Mitte.
weil da arbeitet diese Mechanik hier, die die CD-Klappe aufrichtet. Deshalb mache ich das also ein bisschen nach hier versetzt auch. So, das lasse ich einfach durch den Schlitz rausgucken. Dann das Gäbelchen, dass das nicht im Weg ist. Ich teste das jetzt natürlich erst einmal. Drehe das einfach mal um. So, einschalten. Klappe auf. CD haben wir auch irgendwo da. Play. Ich stecke da mal einen Kopfhörer einfach dran, dass man da auch mal was hört. So, die Funktion über das Touchscreen ist ja klar. Direktwahl, Play. Jetzt geht er direkt nach Lied 5. Sieht man jetzt in der Sonne ein bisschen schlecht, jetzt ist er direkt zum 5. Lied. Ja, das konnte er ja vorher auch schon. Jetzt wollen wir aber mal das per Fernbedienung probieren. Also erstmal Pause und Stopp. Jetzt tun wir mal so, als wenn wir eine neue CD einlegen und drücken auf Play mit der Fernbedienung. Das ist jetzt Lied 1, ist klar, fängt er an. Jetzt machen wir das nächste. Mal ein paar Sekunden vorspulen. Beim Vorspulen muss ich bei dem CDX anschließend immer wieder die Play-Taste drücken. Das ist einfach systembedingt. Jetzt will ich mal einen Titel direkt wählen. Ich sage mal, ich will Titel 8 hören. Dann drücke ich einfach die 8 und dann Play. So, jetzt sieht man, jetzt blinkt die 8. Und der CDX ist fernbedienbar. Da kann ich jetzt jeden Philips, Grundig, Marantz RC5 Handschalter nehmen, den ich wahrscheinlich schon habe. Oder das ist jetzt so ein billiges China-Duplikat. Das gibt es für ein paar Pfennige überall. Das geht natürlich auch. Oder auch eine Universal-Fernbedienung. Ich muss also keine extra Fernbedienung dazu kaufen, weil meistens habe ich ja für irgendeinen CD-Spieler schon eine Fernbedienung und dann kann ich das jetzt bequem fernbedienen und aus.